Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Chiang Mai. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier im Norden von Thailand und in dem Video zeige ich euch, wie die Stadt so überhaupt ist, was man sich da so anschauen kann, aber auch was es drumherum noch so zu entdecken gibt. Denn ich bin hier gerade auf einem kleinen Biobauernhof, der auch Kochkurse mit anbietet. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich mal thailändisch kochen und nehme euch natürlich auch dabei mit und zeige euch ansonsten auch, was hier in Chiang Mai so alles kostet und natürlich auch alle wesentlichen Orga-Infos. Also, ganz viel Spaß beim Video und auf nach Chiang Mai! Der Inlandsflug von Bangkok hat circa 1 Stunde gedauert und uns 130 € zusammengekostet. Die Alternative mit dem Bus wäre natürlich günstiger gewesen, hätte dann aber je nach Verkehr so 10 bis 12 Stunden gedauert. Chiang Mai ist eine Großstadt im Norden Thailands und hat im Stadtzentrum so etwa 127.000 Einwohner. Im gesamten Ballungsgebiet leben aber ca. 1,2 Millionen. Wegen der landschaftlich schönen Lage und der zahlreichen buddhistischen Klöster im Lama-Stil wird Chiang Mai auch die Rose des Nordens genannt. Und tatsächlich ist es was ganz Besonderes, dass die Altstadt quadratisch angelegt ist und umgeben ist von einer Stadtmauer mit Kanal, so etwa 2x2 Kilometer. Ihr seht es hier. Und die meisten Touristenunterkünfte liegen auch entweder innerhalb dieses Quadrats oder so am Rande davon. Die Innenstadt selbst ist unheimlich entspannt im Vergleich zu Bangkok. Es gibt wirklich ganz viele kleine Straßen, in denen überhaupt gar kein Verkehr ist und die wirklich auch ruhig sind. Also man hört da die Vögel zwitschern. Wenn überhaupt, dann ist ein bisschen mehr los, eben drumherum an diesen 4 Seiten des Quadrats. Das seht ihr und da kann man auch am ehesten eines der roten Sammeltaxis erwischen, die so quasi den öffentlichen Verkehr in Chiang Mai regeln. Also die sind sehr preisgünstig und da kann man einfach einsteigen und dann entsprechend sagen, wo man gerne hin möchte. In Chiang Mai sind bis heute ca. 200 buddhistische Klöster und Tempel erhalten und das ist wirklich das, was die Stadt ausmacht. Es ist auch das Zentrum des Kunsthandwerks von Thailand, also ganz viel Textilindustrie findet hier statt, gerade von den Bergvölkern, das sieht man auch auf den Märkten ganz viel. Aber diese vielen Tempel sind schon das, wofür die Stadt bekannt ist. Von daher denke ich, ist es auf alle Fälle lohnenswert, mal in mindestens 1 oder 2 davon auch hineinzuschauen und da die besondere Atmosphäre zu genießen. Ja, und einfach auch dieses kunsthandwerkliche Geschick. Ein Tempel, der mich besonders beeindruckt hat, ist der Wat Lok Moli, der mindestens aus dem 14. Jahrhundert stammt und den ich gleich morgens zum Sonnenaufgang besucht habe. Und ich glaube, ihr seht schon, was da für eine ganz besondere Stimmung herrscht. Und diese Vielzahl an Symbolen, diese kleinen Fahnen, auf die Wünsche geschrieben werden, aber auch die große orangefarbene Stoffrolle, die sich einmal um das ganze Gebäude herumzieht und auch auf der stehen dann eben Wünsche von Menschen aus aller Welt. Also all das zusammen ist irgendwie eine ganz besondere Kombination und macht den Besuch wirklich auch zu etwas Einzigartigem. Ja, und wenn ihr dann morgens oder wann auch immer aus dem Tempel wieder zurück in die Stadt geht, dann könnt ihr definitiv in eines der zahlreichen, unheimlich süßen Cafés gehen. Es gibt eine ganze Vielzahl. Ihr bekommt Frühstück, wenn ihr das wollt, auch den ganzen Tag lang. Und ein Café, in dem wir uns besonders wohlgefühlt haben, ist das Café Fatara. Das liegt neben einem der Spas in der Stadt. Also wenn ihr da mal
Bedarf und auch das nötige Kleingeld habt, dann ist das sicherlich eines der Spas, das man unumwunden empfehlen kann. Und wie gesagt, das Café daneben ist so schön, dass wir da am Ende wirklich mehrere Stunden zugebracht haben und ich da auch sehr gerne an diesem Video hier gearbeitet habe. Ja, und so richtig geht das Leben dann erst nach Sonnenuntergang los. Da ist es nicht mehr ganz so heiß in der Stadt. Also im Moment, wir haben jetzt Februar, sind hier tagsüber durchaus so etwa 30 Grad und abends kühlt es dann ab auf so 24, 25, also ganz angenehm. Und ein Ort, den wir da ganz besonders mochten, ist der Lana Square. Der Lana Square ist auch mitten in der Altstadt, findet ihr ganz leicht und da gibt's ganz viele verschiedene Food Court Stände, also so Streetfood Streetfood-Stände. Und einen, den ich ganz besonders spannend fand, den seht ihr hier. Lotti kannte das irgendwie schon. Sind so Eisrollen, die da frisch gemacht werden. Ich war völlig fasziniert davon, wie geschickt die hergestellt werden und wie toll das dann am Ende irgendwie auch aussieht. Und es schmeckt auch super, kann ich sagen. Also da gibt's wirklich alles Mögliche. Und was es eben auch gibt, und das finde ich ganz nett, ist, dass es da so eine Kleinkunstbühne gibt. Und da kann dann offensichtlich jeder, der mag und der sich da vorher angemeldet hat, sich da auch präsentieren und natürlich hinterher irgendwie auch um so ein bisschen Trinkgeld bitten. Und ich war ziemlich beeindruckt von den Jugendlichen, die da so aufgetreten sind. Ja, und was man dann natürlich bei einem Spaziergang durch die Stadt auch an verschiedenen Ecken sieht, sind Muay Thai Studios. Da üben sowohl die Locals als aber auch Touristen. Also da kann man auch für nicht so viel Geld eine Trainingsstunde buchen und es ist schon ziemlich beeindruckend, da so zuzuschauen. Weil Lotti überlegt, auch mal so 'n Muay Thai-Training mitzumachen, sind wir dann an einem Abend auch in 'nen richtigen Kampf gegangen, um uns halt überhaupt anzuschauen, wie das so abläuft. Und ehrlicherweise ist es nicht ganz so meins. Also, was man sagen muss, ist, dass es total fair zuging. Also, die Schiedsrichter haben wirklich sofort alles unterbrochen, was scheinbar nicht so regelkonform war. Und die Kämpfer haben sich auch ganz fair einander gegenüber verhalten. Und trotzdem weiß ich nicht. Also, das ist, glaube ich, totale Geschmackssache, ob man jetzt an sowas interessiert ist oder nicht. Meins war es nicht so unbedingt, aber wenn Lotti dann irgendwann in der Lage ist, sich so zu verteidigen, dann schadet sicherlich auch nicht. Was offensichtlich so ein Highlight ist, ist, dass es immer auch internationale Kämpfe gibt, also ein thailändischer Thai-Boxer gegen jemanden von woanders und dass es auch Frauenkämpfe gibt. Und ehrlicherweise fand ich den einen Frauenkampf, den wir gesehen haben, wirklich am spannendsten, weil die Frauen tatsächlich richtig, richtig toll gekämpft haben. Falls euch das interessiert, ihr könnt hier an fast jedem Abend so einen Kampf sehen. Und was ich sagen kann, wenn ihr das machen wollt, dann nehmt ruhig die günstigsten Plätze für 600 Baht, weil die Stadien einfach so klein sind, dass ihr auch für den Preis in jedem Fall noch genug seht. Aber seid rechtzeitig da, wenn ihr einen guten Platz haben. Das absolute Highlight, wenn ihr es schafft, eine ganze Woche in Chiang Mai zu sein oder euren Besuch so zu planen, dass ihr am Wochenende hier seid, ist der Sunday Walking Markt. Also jeden Sonntag nach Sonnenuntergang wird ein ganz großer Bereich der Stadt, also 2 lange Straßen für den Verkehr gesperrt und dann ist es unheimlich voll mit Menschen und mit Ständen. Da bekommt ihr wirklich alles, was das Herz begehrt. Nicht nur großartiges Streetfood, sodass ihr eigentlich dann gar nicht mehr wisst, was ihr jetzt noch essen sollt, sondern auch kunsthandwerkliche Dinge, die Textilien, von denen ich schon gesprochen habe, aber auch so kuriose Sachen wie BVB-Sticker. Ich finde einfach krass, dass am anderen Ende der Welt diese Magnete da zu finden waren. Also ich glaube, wer auf dem Markt ist und nicht mindestens 3, 4, 5 Sachen probiert, der ist ganz alleine schuld.
Sehr sexy. Das ist spicy. Hätte irgendwie auch vorher sein können, aber okay. So, und wenn ihr dann so viel Zeit in der Stadt verbracht habt, dass ihr das Gefühl habt, jetzt geht noch ein bisschen mehr, dann kann ich wirklich einen Thai-Kochkurs empfehlen. Bei uns war es so, dass wir erstmal mit unserer Kochlehrerin, die ihr hier seht, das ist Fa, auf einen lokalen Markt gefahren sind. Da hat sie uns so die wesentlichen Zutaten erklärt, die ich ehrlicherweise alle nicht kannte. Also Palmzucker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir war das nicht bekannt. Super lecker und wirklich auch anders als unser Zucker, wie so eine karamellartige Masse viel eher. Und dann sind wir von dem Markt aus mit einem Minibus auf den eigentlichen Biobauernhof gefahren. Und der ist so schön, ihr seht das hier schon. Also einfach nur den Tag an diesem Ort verbringen zu können, mitten in der Natur, ganz ruhig, war wirklich ein Gewinn. Und wir haben dann erstmal eine kleine Führung durch den Garten bekommen, haben uns da den Reis angeschaut, der da ganz frisch angebaut wird und natürlich auch alles Mögliche an Gemüsen und an Kräutern. Und es war toll, einfach auch alles mal probieren zu können, daran riechen zu können und die Sachen so ganz intensiv auch kennenzulernen. Ich wusste nicht zum Beispiel, dass Ananas so wachsen. Also das war total spannend. Ja, und dann ging es ans eigentliche Kochen. Also man hat sich im Vorfeld schon 5 Gerichte ausgesucht, die man gerne kochen möchte. Und dann bekam man eben die Zutaten schon so fertig portioniert, bereitgestellt, dann eine kurze Erklärung und dann ging's los. Am Ende habe ich eine Tom Kha Suppe gekocht mit Kokosmilch, die auch mein absoluter Favorit war, kann ich jetzt schon sagen. Dann natürlich ein Pad-Thai, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das so funktioniert. Dann haben wir alle eine Currypaste hergestellt und ich habe dann hinterher daraus ein Panang Curry gekocht. Das war auch super lecker. Und als Abschluss haben wir dann noch gemeinsam Mango Sticky Rice gemacht. Und der Sticky Rice wurde entweder mit so blauen Blüten eingefärbt oder mit Pandanblättern und war wirklich nicht nur super lecker, sondern auch noch ein richtiger Hingucker. Wir sind heute Morgen ziemlich früh aufgestanden und wollen eine Wanderung machen. Und zwar kann man hier von Chiang Mai aus in die Berge hochwandern zu verschiedenen Klöstern. Und wir versuchen jetzt erstmal bis zu einem verlassenen Kloster zu wandern im Wald und dann, wenn wir danach noch können, noch bis ganz nach oben zum Doi Suthep. Der Weg heißt der Mönchsweg und tatsächlich haben wir hier eben gerade auch schon buddhistische Mönche gesehen, die vor uns den Weg hochgegangen sind. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird anstrengend und aber auch spannend und ja, wir gucken mal, was so kommt. Zum Wahrzeichen Chiang Mais, dem Wat Phra That Doi Suthep, sind wir dann am Ende doch mit einem Sammeltaxi gefahren. Das war auch ganz gut so, denn die Tempelanlage selbst ist auch nochmal nicht ganz unanstrengend. Man geht über die sogenannte Naga-Treppe 200 Stufen nach oben in den eigentlichen Tempelbezirk, hat dann aber einen theoretisch ganz tollen Blick über Chiang Mai. Der war jetzt an unserem Tag so ein bisschen verhangen, aber man kann sich das trotzdem ganz gut vorstellen. Und dann ist dann natürlich die Tempelanlage selbst. Die ist schon wirklich ganz schön beeindruckend. Diese ganzen bunten Farben, das viele Vergoldete, die große Chedi, das hat uns alles sehr beeindruckt.
Wichtig natürlich, wenn ihr eine solche Tempelanlage besucht, immer auf die richtige Kleidung achten. Man kann, so wie jetzt in unserem Fall, sich manchmal vor Ort auch was ausleihen. Das ist aber nicht immer so. Und wenn ihr die Tempelanlage besucht, dann nehmt euch wirklich einfach ein bisschen Zeit, um die auch auf euch wirken zu lassen. Es gibt ein ganz nettes Café vor Ort mit hervorragendem Kaffee, denn wer das nicht wusste, in diesem Teil Thailands wird ja auch Kaffee angebaut und der ist ganz, ganz hervorragend. Und die Anlage selbst ist weit oben auf dem Berg, also man sitzt quasi in den Baumkronen und kann die Atmosphäre da sehr gut aufnehmen. An unserem allerletzten Tag in Chiang Mai hatten wir das große Glück, noch eines der jährlichen Highlights miterleben zu können. Und zwar findet immer am ersten Wochenende im Februar das jährliche Flower Festival statt. Und das ist wirklich eine Riesensache. Also da ist die ganze Stadt auf den Beinen und man kann da in einem Park in der Altstadt wirklich die allerschönsten Blumenarrangements sich anschauen. Da sind ganz tolle Beete bepflanzt. Ganz besonders beeindruckend fand ich die Orchideen. Die waren zum Teil wirklich handtellergroß. Unglaublich. Und es gibt sogar Tulpen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, und dann wird das am Abend des ersten Tages eröffnet mit einer richtig großen Show, wo dann halt irgendwie auch die Mitarbeiter der Konsulate sind und also wirklich richtig ganz offiziell. Und das eigentliche Highlight ist dann am Folgetag, also am Samstag, der Umzug mit Festwagen. Also da haben wir uns sehr gefreut, dass wir das noch miterleben durften. Ich hoffe, unser Video über Chiang Mai hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Reisevideos sehen möchtet. Und für alle, die uns jetzt schon länger folgen, vielleicht eine ganz spannende Info. Wir haben tatsächlich unsere Pläne geändert. Das heißt, dass wir nicht so wie geplant Ende Februar zurück nach Deutschland kommen und dann wieder mit dem Bus unterwegs sind. Also schlechte Nachrichten für alle, die sich jetzt schon auf Griechenland gefreut haben. Sondern wir werden noch ein bisschen länger in Asien bleiben. Der Plan ist, dass wir von Thailand aus, wo wir jetzt erstmal noch im Norden und auch im Nordwesten ein paar Sachen anschauen wollen,
dann später nach Laos weiterreisen und dann nach Vietnam und dann vielleicht noch auf die Philippinen und selbst Australien ist irgendwie im Gespräch. Also, das war jetzt so nicht geplant. Es könnte sein, dass wir aus Versehen vielleicht auf so eine Mini-Weltreise gehen. Einfach weil wir gesagt haben, wir sind jetzt einmal hier und die Lebenshaltungskosten sind so, dass wir mit dem Budget, das wir ansonsten im Bus verwendet hätten, eben auch hier jetzt durchaus leben können. Also wir geben hier nicht mehr aus, als wir das zu Hause machen würden. Und hier ist einfach noch so viel, was uns interessiert und was wir ganz spannend finden, sodass die nächsten Videos in den nächsten Wochen und sogar wahrscheinlich Monaten noch aus diesem Teil der Welt kommen werden. Wenn ihr gleichzeitig hier schon mal wart und Tipps für uns habt, irgendwas, wo ihr sagt, oh, ihr müsst unbedingt euch das oder das anschauen, wären wir da super, super dankbar dafür. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Übrigens, wenn mal an irgendeinem Sonntag kein Video kommt, dann macht euch keine Sorgen, dann liegt es einfach nur daran, dass wir hier vor lauter Umherreisen nicht immer zu filmen. Ich würde aber sagen, bis zum nächsten Video. Euch jetzt eine ganz, ganz schöne Woche und alles Liebe.